Und willkommen zurück zu Let's Play Trails in the Sky Second Chapter und wir nähern uns jetzt dem großen Finale. Ich bin verdammt müde, weil ich irgendwie bis 3 Uhr auf war oder so und die ganzen letzten 5 oder 6 Parts von diesem Spiel hier geschnitten habe. Und ja, dann war ich bis 3 oder 4 wach und dann bin ich heute Morgen um 7 aufgestanden, weil heute endlich der Typ kam, der bei uns den Hausanschluss für Glasfaserkabel gemacht hat. Ich hoffe mal, dass ich dann bald auch endlich mal Internet habe. Auf jeden Fall wäre dies sehr zu begrüßen. Dieser Gang ist unnötig lang. Welcome, everyone. Welcome to the home of all that is sacred. Weiß man. Ich liebe diese Orgelmusik, ich finde die richtig geil. An sich Orgelstücke finde ich immer cool. Joshua. You passed the final trial. Excellent, excellent. Be proud. You are worthy to be present for the resurrection of the shining ring, the Aureole. Yeah, not interested in that at all, thanks. Ja, wir sind hier, um das zu verhindern. Mit Estelles langem Stab. Und Estelle weiß, wie man mit langen Stäben umgeht. I'm here to put a stop to all this stupid weirdness. And I'm here to get Joshua back. Ja, dann viel Glück dabei. Ah yes, sadly I'm afraid that won't be happening. What do you mean? Joshua, hey! No matter how you try to deny it, the truth remains. Joshua's mind is a little more than a construct. The stigma on his shoulder is proof that he is of Oroubouros, that he is in my possession. How dare you? Perhaps if Joshua had somehow erased the stigma of his own will, he could have found release. But alas, he never managed to get that far. It would be best if I kept him as a research subject for a bit longer. Du bist so ein Arsch. Such unbelievable evil. Also im ersten Teil hat man noch gedacht, ey, guck mal, der Professor Alba ist doch eigentlich voll nett, der hilft uns immer. Und jetzt ist es einfach der größte Arsch überhaupt. Und ich liebe einfach immer noch diesen Plot-Twist im ersten Teil, dass Professor Alba einfach die ganze Zeit der Strippenzieher war. Ich meine, seid mal ehrlich, wer hätte ihn verdächtigt? Wer von euch hätte ihn verdächtigt? Ich nicht. Für mich war das dann so ein Mindblow-Effekt einfach da. Er war wirklich einfach die ganze Zeit überall da, wo was passiert ist. You are so revolting it almost moves man to poetry. Goodness me, such insults, and how impotent they are. You see, I suspect Joshua realized very quickly that what the stigma on his shoulder meant. Surely he knew something like this exact situation would occur. Yet he never breathed a word of his troubles to any of you, did he? Not even a whisper. And conversely, none of you were sensitive enough to notice his pain. What power these bonds of yours have, what complete earth-shaking potential. Ja, willst du dich gerade über uns lustig machen? But come now, there's no need for long faces. You have been granted the privilege of being here for this glorious moment. All that remains now is to make the correct choice. Privilege? Choice? What are you going on about? Perhaps I should start from the very beginning. How much do you know, I wonder? Das ist der Shining. Das sieht auch schon eher aus wie ein Shining Ring, ne? About this city and the events that occurred here with the Aureole nearly 1200 years before our time? So that's the Aureole. It most certainly is.
one of the ultimate artifacts, capable of producing literally endless power and shaping miracles with it. But the ancients sealed it away, despite its limitless science-scattering potential. Why do you think they would do such a thing? Well, vielleicht weil die Menschheit damit nicht umgehen konnte mit der Macht. You were too busy struggling with what was before you to bother learning anything, I suppose? Well, allow me to play the role of professor once more and elucidate the truth of the matter. Millennia ago, ideas of the sky granted humanity the 7 treasures. For brevity's sake, we'll say each one utilized a facet of reality in order to manifest miracles in their own way. Humanity split into 7 factions, each centered around a treasure, to pursue an ideal based on the powers of the given treasure. One such ideal was this: Liberl, a city in the sky with the Aureole at its center. A paradise removed from the troubles of the ground, where each man's gospel could grant any wish through the Aureole. Mankind lived a bountiful life here, absolutely free of strife. Over time, however, people's lives were swallowed up in the artificial bliss granted to them by the Aureole. Not just physical ecstasy, but even dreams were provided by the Aureole, false realities granted to people long sought spiritual fulfillment. The people of the Liberl Arc, dependent on miracles that were all but a narcotic, began to treating the path to annihilation. Mit anderen Worten, die Leute sind faul geworden und haben nicht mehr in der Realität gelebt, sondern in Wundern. Und sind abhängig geworden und waren alleine nicht mehr überlebensfähig. The Ark's inhabitants lost all sense of ambition and ethics and slid into madness and despair. Birth rates dropped catastrophically, while suicide and bizarre crime ran rampant, and the whole of society walked the path to a slow demise. Heißt, sobald die Menschheit anfängt, nicht mehr für ihre Träume kämpfen zu müssen und quasi nicht mehr arbeiten muss und alles einfach in den Rachen gestopft bekommt, wird sie verrückt und dreht durch, weil ihr eine Aufgabe fehlt. But the Aureole passed no judgment on these people, it merely granted the miracles asked of it. And so the shining jewel of the sky became a den of evil and chaos. This was the situation Celeste Auslese and her conspirators faced over 1,000 years ago. They built the seal and the device towers even as they fought off the guardians of the Aureole, which it sent forth to save itself. And at last, they sealed not just the Aureole, but the entire city in another dimension. That's what happened 1,200 years ago? I never would have imagined. I will grant that the elder Auslese did quite well given the circumstances. But think for a moment. The cause of Celeste's victory was humanity being cast forth into a land of chaos, forced to start again from nearly nothing. Aber das hat vielleicht gerade geholfen. Think of all the suffering man endured then, and endures now, as man savages one another with endless pity wars. Can it truly be said that she made the right decision? Genauso ist auch dann die Frage mit dem Experiment von Luciola, die ja alle in so einen Traum gebracht hat, in dem die Leute gefangen waren. Das war aber ein schöner Traum, ein sehr, sehr schöner Traum. Und ist es moralisch verwerflich, jemanden in einem sehr, sehr schönen Traum zu fangen? Beziehungsweise ist es die richtige Entscheidung, sie aus diesem Traum aufzuwecken und in die Realität zurückzuholen? Das ist halt so eine moralische Frage, die man sich halt mal stellen muss.
wenn du in diesem Traum glücklich bist, ne? Du bist richtig glücklich und kriegst auch nicht mit, wie du in der Außenwelt stirbst. Ist es dann nicht vielleicht moralisch gesehen sogar weniger fragwürdig, einfach denjenigen in diesem Traum verbleiben zu lassen und ihn in der realen Welt sterben zu lassen? Das ist halt so eine Frage, die man sich eventuell mal stellen muss. Well, on the other hand, we have gained or regained orbital technology and once again lived bountiful, easy lives. At this rate, only two ends are possible. Either we continuously seek to dominate one another and, unable to control ourselves, obliterate each other in an orgy of conflicts. Or, like the people of old, we sink into narcotic self-pleasure, let automated systems run the world and live as farm animals. Either physical or mental annihilation awaits. Also meinst du, die Menschheit ist so oder so verdammt, weil sich alles wiederholen wird? There is but one single path for humanity if it wishes to survive. The beasts of mankind must be led to the point where they obtain the two things required for true enlightened sentience, was auch immer das jetzt heißt, sentience? A flawless rationality capable of wresting any temptation and unswayed by even the fiercest circumstances, and peerless intelligence ever capable of finding the correct solution unmoved by crude emotion. This is the true goal of the gospel plan, to do what even the ancients could not, to advance our minds to what they should be. Er will eine neue Menschheit erschaffen. An ambitious goal, if nothing else. I would so appreciate it if you would not look at me as if I were a megalomaniacal lunatic. A man cannot help but change and reform through fear when confronted with something beyond his imagining. Was Megalomaniac heißt, ne, das weiß ich von Undertale. Weil ja der Song, der kommt, wenn man gegen einen gewissen Bossgegner spielt, Megalovania heißt, ne? Das ist der meist gememte Song überhaupt, glaube ich. Neben The Root Sandstorm. Und Megalovania bezeichnet halt die Besessenheit von Macht. Ne? Und da das ja in dem Genocide Run kommt von Undertale, würde ich mal behaupten, dass das sogar das Theme des Hauptcharakters ist, weil der ja selbst besessen von Macht ist in dem Fall. Man cannot help but change and reform through fear when confronted with something beyond his imagining. In that sense, what better tool exists to drive evolution forward than the Aureole? I will guide mankind onto the correct path to salvation with this great treasure from Eidios. That is my duty as one of the Anguis, my duty to Oroubouros and its master. Jetzt hat er wieder diesen creepy Blick drauf. Boy, I bet you're a real hit at parties. Not. Oh, what's this? A flawless rationality capable of resisting any temptation and unswayed by even the fiercest circumstances? Peerless intelligence, ever capable of finding the correct solution, unmoved by crude emotion? What's the point of any of that? It seems someone was sleeping during the lecture. As I said, mankind faces annihilation through either conflict or mental entropy. The only way we can... No, I heard the lecture just fine. Just not what that's not what I am talking about. What I am trying to say is, isn't there something we can do about the problems you described if we know they exist? It's like Joshua said to Löwe, we aren't completely powerless. They might not be guided by flawless, peerless whatever, but everyone's working together to get through the crisis going on right now. I've gone across all of Liberl and seen it with my own eyes.
Don't you think we're capable of getting along just fine without some kind of forceful grand transformation? Really now, eking on out survival by flocking together is how beasts and insects live. Is that really all you have to offer on the potential of humanity as it stands now? Also, du musst auch ein bisschen deinen Stolz begraben. Is there anything else I need to offer? Is there a problem with being the same? I mean, we're living beings too, you know? And heck, aren't I just talking about the strength of life? What? I don't think people are just animals, of course. I just think that living honestly with that spark of life from others as your driving force, that's what it means to live. People don't need to be omnipotent, super beings or whatever you want them to be. Ja, die schlimmen Seiten gehören auch zum Leben dazu. People just need to be aware of one another and help each other out. Wie schon gesagt, der Mensch braucht eine Aufgabe, denn wenn er keine Aufgabe hat, dann wird er irgendwann damit enden, dass er gar nichts mehr tut und irgendwann dadurch depressiv wird. Der Mensch braucht halt eine Aufgabe. And you know what? I bet the people who sealed the Aureole away in the first place felt the same way. I mean, sure, making miracles mundane and relying on nothing but them is really bad by itself, but the biggest problem there, more than anything, is that it makes it so there's no point in knowing or helping each other. That's awful. You're right. Right before the final act comes to a close, our heroine delivers a marvelous rebuttal. Man cannot live without other man, even if he be as a god. You speak true words of wisdom, Estelle. Still lacking to the mutual assistant argument and invoking the power of human bonds, of all things, I would ask you to read a history book before saying such nonsense, Miss Bright. As an example, consider the overpowering nation-crushing machine called war. Is man not only capable of being ground beneath its treats? Absolutely not. In the middle of the biggest war in Liberl's history, my mother gave her life to save mine. And because of that, I chose the path of a bracer, and now, look at me. I'm here to stop the crisis you caused and prevent another war from breaking out. All thanks in the end to my mother. Hey, I'd say you just made my point for me. People are not powerless, not against anything. Pfft, you're quite good at trite answers, if nothing else. If you really seriously believe people are powerless, and you've really convinced yourself humanity can only be saved by you turning us into emotionless super beings, then that makes you really pathetic, I think. What? I mean, that would mean you've never known the joy of trusting someone or helping them. To think that your only smug satisfaction comes from watching people struggle, that's too sad. But even if I feel sorry for you, I am a bracer. I can't ignore the fact that you're getting a lot of people involved in your little pity party. Sorry, but I'm afraid we're going to have to stop you by force. Yep. Der Final Showdown beginnt. Aber hat immer noch Joshua. You ignorant little girl. How dare you talk to me like that? Very well then. The professor would like for you to prove your theory. So this is the evil eye, is it? Eine Attacke, die Joshua auch beherrscht. What? Do be patient for a moment, everyone. I promise this will be quite a show. What are you planning, Weissmann? Joshua, forward. Joshua, no. Come, Miss Bright, do show me. You claim humanity can stand against forces larger than it. Show me proof you can stand against despair. Fine. Ein Kampf gegen Joshua. Phantom Raid.
auf Estelle. Ich frage mich, ob er die Attacke auch gemacht hätte. Sofort getötet. Ob er die Attacke auch gemacht hätte, wenn wir die noch nicht gelernt gehabt hätten und er die jetzt automatisch gelernt hätte. Joshua. Oh, quite an impressive move. Leaving him with a divine blade for a while seems to have paid off nicely. Okay, scheinbar wäre das eventuell nicht gekommen, wenn er die noch nicht gelernt hätte. It does always feel good to see a product of one's craft honed to an even finer edge. You awful. And now for the climax to a little show. Joshua sees her. No. No, Estelle! And thus, the strength of humanity proves to be nothing more than a house of cards before a hurricane. But I am an academic after all. I do understand the necessity of proof. So we'll have Joshua provide the final test. What? What indeed? It will be a simple experiment. I am going to have Joshua end your life. Once you are dead by his hand, I will break his hypnosis and return him to his senses. No, you can't. Oh, I do wonder what kind of expression Joshua will have on seeing you dead at his feet. Doesn't it just get your blood pumping? Don't even think about it. If you did that, Joshua would... Yes, this time his heart may just be crushed to powder. If that happens, however, all I need to do is construct him a new persona. And then I can offer him the chance to become human yet again and observe the results. I can hardly wait. Stop. It's too cruel. Isn't it? Now come, Joshua, end her. Joshua, I'm sorry. I said I wouldn't die. I promised I'd walk with you. Joshua, please, no. Please, Joshua, awaken! But I believe in you. Joshua, don't give in. Don't run away from reality. Even if I die? To be honest, if you did die, I'm not sure I could face reality. Huh. What? The timing for a dramatic twist could not have been more fitting. Joshua? Sorry, Estelle. I didn't mean to scare you like that. What? This is absurd. He can't possibly have reclaimed his will with the... Wait. The stigma. What happened to the stigma on your shoulder? Oh yes, that. The stigma you carved into my flesh and mind is gone. Thanks to you, it has been shattered. But how? I had a hypnotic wedge of sorts jammed into the stigma key to a particular command. I've been poking at the wedge on my own since then, getting it ready to shatter the stigma the instant someone put pressure on it. What? You... what now? A wedge. I was afraid I couldn't be able to keep our premise the way things were going, so I asked Kevin for a little hypnotic assistance after we crashed. Kevin? This is Kevin Graham's doing, isn't it? I thought he was just a fledgling little squire, but it seems I underestimated his bag of cute tricks, a mistake I'll not repeat. At this point, I owe him my freedom and life. Of course, I owe someone else the same for pointing me in the right direction. What? Who else? No, Cassius Bright, damn you! Ja, wahrscheinlich geht es da um diesen Brief, den er bekommen hatte, ne? Dad? Genau. Oh, the letter he gave you before we got on the Aureole.
Yes, that was why you wanted to make sure only I read the letter, just in case anyone was listening in. So I suspect your best chance of breaking the curse lies in Father Kevin's hands. How to use that key is a decision that must be yours alone to make. Win your freedom by predicting what Weisman will do. That's just like General Bright. Oh, for crying out, Dad could have dropped me a hint about this at least. Honestly, I'd been worried about it for a long time. I kept wondering what you would make me do if you took control of me again. And so, knowing you, I decided to bet everything on one idea. That you couldn't possibly resist ordering me to do the one thing I feared the most. And sure enough, you ordered it, and that broke the stigma. I'm finally completely free of you. Joshua, you foolish little child. If you had just obeyed me, you could have aspired to such heights. I could have advanced you in ways you cannot even dream of. Much like how Estelle turned you down once, I really have no interest in any of that. Besides, if I've ever learned anything in this whole journey, it's that one's path in life isn't given by someone else. It's something you find with others as you search for it, no matter how dark your surroundings. Absurd! The history of man is stained with the blood of fools who tried finding your path. Without a guiding light to shine on that road, they still remain lost. You're wrong. We use the light we each give off to find our ways together. That is how we found our way here, through all your cynical traps. That's right. You do like your speeches, don't you? You shambling wreck of an enforcer? Show me then. Show me this light you claim will guide you through the darkness. Ja, gut. Los geht's. Das finale Battle may begin. And I shall show you in turn the blinding light of a loyal servant of the Grand Master, the power of the faceless, one of the Angus. Bring it on! The only being blinded here is you. So, dann würde ich mal sagen, wir beginnen. Ach, guck mal, Joshua hat 99 CP, obwohl er gerade erst eigentlich alle gegen Estelle verbraucht haben müsste. Guck mal, du machst Death Scream. Olivier, willst du nicht auch mal... Warte mal, ist vielleicht noch was stärker als Death Scream zum Beispiel? Du kannst ja auch hier Meteo Fall. Mach das mal dahin. Habe ich noch nie gesehen. Art, du kannst doch auch Ragnar Blast. Okay, das ist so, das macht nicht viel Sinn. Diamond Dust kannst du vielleicht auch. Ach gut, will ich nicht machen. Dann mach du doch einfach mal. Craft. Du hast 200 CP voll, ne? Ja, komm, dann greifst du auch einfach mal das Ding da an. Genesis Barrier. Arts Guard. Ja, super, das war aber... Hat jetzt nicht viel gebracht. Aber durch Jetstream geht das Arts Guard doch weg, oder? Nein. Geht es nicht. Das ist ja nervig. Meteo Fall. Guard. Also er kann nur entweder durch Arts oder durch Crafts angegriffen werden. Ja, dann mach mal hier... Dann mach mal, dann greif mal den Weißmann an, ne? Du machst Craft Hard Break erstmal. True Hard Break, Impede auf ihn. True Hard Break geht auf mehrere? Seit wann geht das auf mehrere? Gut, hast ihn gecancelt, hast du gut gemacht.
Dann greifst du auch Weißmann an. Er versucht wieder Arts zu machen, dann macht doch gerade nochmal den True Heart Break. Ich will nicht, dass er irgendwas macht. So, dann kannst du auch Weißmann angreifen. So, du greifst das. Ist hier nicht ein Ding schon richtig angeschlagen? Das Ding da ist fast tot. Jetzt sind die ganzen Dinger wieder dran. Autsch. Autsch. Aua. So, jetzt kannst du... Du greifst nochmal dahin an. Olivier kann ja gerade mal hier Craft den Happy Trigger machen. Auf Estelle, um die Gruppe da hinten zu heilen. Joshua kann die Heilung gut gebrauchen. Und guck mal, Joshua kriegt 10 CP. Dann greifst du den nochmal normal an. Jetzt kannst du, guck mal, mach doch hier mal, konntest du nicht auch irgendwie hier noch? Titanic Roar, das geht doch auf alle. Ja, mach doch Titanic Roar mal bitte. Dann greifst du nochmal Weißmann an. Another Dimension. Fuck. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das eventuell... Okay. Deathblow? Okay, nein, kein Deathblow, alles gut. Art. Lacuria. Dahin. Du greifst den Weißmann nochmal an. Der ist fast kaputt. Hauptsache Joshua oder Hauptsache Olivier stirbt nicht. Solange die Olive am Leben bleibt, ist alles gut. Titanic Roar. Guck mal. Weißmann ist down. Lacuria. So, dann greift Estelle das Teil da an. Joshua kommt auch hier mit rüber. Olivier kann das Teil da hinten angreifen. So, das Teil auch nochmal angreifen. Chloe, move mal gerade hier rüber zu den anderen und dann will ich gleich nochmal einen Laterra reinhauen oder so. Du machst das Ding da kaputt. Dass nur noch das eine da ist. Du bleibst mal da stehen. Chloe muss erstmal drankommen. Ihr macht alle erstmal nix, ja? Chloe macht jetzt Art. Lateral. Mach mal so einen Kollateralschaden. Haha. Nein, du bleibst hier stehen. Du bleibst auch da stehen. Du bleibst auch hier stehen. Ich will nämlich vollgeheilt in die zweite Phase gehen. Denn natürlich ist das jetzt noch nicht vorbei, ne? Vielleicht steige ich jetzt sowieso Stufen auf und... Okay. Olivier ist jetzt sowieso noch eine Stufe aufgestiegen und Joshua auch. Oh my, what a shock. To think that you'd be so damn tenacious. Hey, Professor, about time you dropped that holier-than-thou act. Your confidence drains away like sand in a sieve, Weissman. Pathetic. You haven't even realized you're standing on your graves. What? Weissman, what are you doing? I had intended to offer it to the Grandmaster like this, but I must change my plans. It's time you realized just what it means to oppose me. Er will jetzt mit der Aureole
zusammen angreifen. Das ist die Aureole. What in the... He wouldn't. He's fusing with the Aureole? Und daraus entsteht unser richtiger Boss. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, der konnte einfach unsere Leute komplett aus dem Kampf verschwinden lassen. How's that even... This is getting more absurd by the minute. This overwhelming power can barely stand. Oh, this sensation. Even better than I'd imagined. Shall we experiment then? The power of hypothesis, unflinching reason, indomitable intellect, guiding humanity to the future. Da haben wir Weißmann, den Angel Weißmann. Und das ist noch nicht mal, glaube ich, die Final Form. Wie wär's, wenn du jetzt erstmal draufhaust? Okay, das macht keinen Schaden. Das ist das Problem. Gut, das ist erstmal, wir müssen erstmal hier, das macht keinen Schaden, sollen wir erstmal feststellen. Jetzt kommt seine Laserkanone und bringt uns alle um. Nein, tut sie gar nicht. Aber wir können ihn nicht angreifen. There, a lesson learned, I think. A lesson in real power. This is nuts. Our attacks aren't hitting him at all. He's got some kind of barrier up. But if it's negating even our arts and our best techniques... Learn, children. The Aureole is the treasure of space. One of its very, very many powers is forming an absolute barrier, incomparable to simple orbal arts. You cannot even touch me. Evil Eye. Yeah, the Evil Eye. My goodness. Aber Joshua kann die Attacke doch selber. Warum kann er ihr dann nicht widerstehen? Weißmann, let them go. Those eyes, magnificent. You may be a wreck of an enforcer, but oh, what a waste it would be to kill you. I would much prefer to etch another stigma into the depths of your mind. Just as before, I'll give you a renewed sense of hope, then tear it out by the roots and leave you writhing. Nothing pleases me more than to see that shift in your expression from hope to despair. I do so look forward to it. I can't believe this. Forget bad taste. The only word for you at this point is sick. Who? Löwe. Oh, Löwe. Mit so einer Dracheneinheit. I suppose I should have finished you off. Though really, Löwe, what are you planning on doing? Not even your dragon can break the Aureole's barrier. I suppose it can't. I did have a question for you though, Weißmann. Just how involved were you in Hamel? Wait, what? Now what the thing to accuse me of? That was purely the fault of the Empire's hogs. No? Why would you ever think I would be involved? Weil du nur Vorteile draus gezogen hast. Because you're a snake. You appear before people in their moments of weakness and whisper plans into their ears that lead to their destruction. And in doing so, you achieve your goals without ever dirtying your belly. That's just your way of doing things. No, would he? The ringleaders of the Hawks were nothing more than political losers who had nowhere else to go. There were a few questions I couldn't answer at first, but if even the war 10 years ago was part of your plan, it then occurred to me everything made sense. I see.
It is largely as you surmise. What? Of course, really all I did was introduce them to a band of Jäger dropouts I knew and put the name Hamel in their ears. Just doing that was enough to push things to a war in the blink of an eye. Simply one more testament to the sinful nature of man. Astounding. Do you truly seek to be the foulest man in history, monster? What you've done it's unforgivable, you monster. Und dann auch noch diese Dreistigkeit besitzen, die Opfer von Hamel in die Society zu holen und so zu tun, als wäre man deren Retter. I think I'm gonna be sick. I see, essentially as I thought then. You're taking this rather well. Personally, I was hoping you'd be a bit more resentful. Have you forgotten? I've long since learned to stay my anger. However, you knocked me out from behind back there. That alone I shall be paying back in full. What? Jetzt zeigt er mal seine ganze Kraft. Hier! Und er ist in der Lage, die Barriers kaputt zu machen. Absurd! Absurd! The Aureole's barrier is absolute. It cannot be harmed by... Wait! That sword, of course! Yes, the sword granted to me by the Grand Master. Just like your staff, it's a demon sword forged through the divergent laws. Careless of me? Curse you! Get away! Get away, you insect! Too late! Oh no! Löwe! Forget about me. Your path is clear. Strike him down. Löwe. Ja. You dare strike one such as I? No matter. The absolute barrier is but a trifle of the Aureole's power. Aber die Barrier ist jetzt weg. I shall bring forth its full force and let you savor the despair. Nay, fiend, the despair shall be yours. Okay, you, as a bracer, as a citizen of Liberl, and more than anything, as a human being, I'm taking you down. Weiß man, this is the end. Und so beginnt der Final Battle. Oh yeah. Art, du machst, Art, mach mal Spiral Flare, so auf den hier in der Mitte, du triffst aber keinen anderen. Dann mach mal so, dass du 2 triffst. Art, du kannst White Gehenna hierhin machen, dass du die beiden triffst. Art, du machst erstmal Earth Wall. So, Joshua macht Art Death Scream. Angel Weisman is preparing to use arts. Okay. Der scheint noch besiegbar zu sein. Bin mir nicht sicher, aber ich meine, der hätte noch eine Phase. Und das ist nicht die letzte, weshalb ich mich noch nicht komplett auspowern sollte. Beziehungsweise darauf hinarbeiten sollte. Okay, der heilt sich. Beziehungsweise darauf hinarbeiten sollte, noch CP zu haben. Für die nächste Form. Oder wieder CP zu haben, sagen wir es so. Du kannst ja mal jetzt schon mal Phantom Raid auspacken. Ja, genau. Du wirst nicht mehr wegrennen. Du wirst die jetzt alle vernichten. Und, wer weiß, vielleicht, erstmal muss ich die kleinen Dinger loswerden. Vielleicht bringt das ja jetzt schon was gegen die. Guck mal, 1 ist schon weg. Und die anderen sind schon ziemlich angekratzt. So, greift das Ding mal an, dann ist es weg. Ja, das ist natürlich auch erstmal Weißmann mit seiner Grand Stream.
Das ist, glaube ich, die stärkste Attacke windbasiert. Aber wir hatten ja Attack Guard drauf, also White Gianna. Der wird getroffen. Art, du machst nochmal Earthwall, hier so auf dich selbst. Estelle, move mal gerade wieder hier hin. CP Heal. Also, das ist ein Bonus. Art, dann machst du nochmal Death Scream. Earthwall schön auf alle. Sind wir alle wieder geschützt. So, damit sind alle außer Weißmann jetzt weg. Jetzt können wir eigentlich direkt auf Weißmann draufgehen, oder? Komm. Direkt zu Weißmann hin. Haut ihm in die Fresse. Du gehst auch auf Weißmann noch mit drauf. Du gehst auch mal... Na gut, du musst dahin moven langsam. Damit ihr wieder so halt alle nah beieinander steht. Denn das brauche ich für Earthwall im Zweifelsfall. Solange der immer auf die beiden geht, ist ja kein Problem, ne? Dann greifst du auch nochmal ihn an. Du greifst ihn nochmal an. Und Estelle, du konntest doch La Forte, oder? Dann mach mal La Forte auf alle hier. Muss im Zweifelsfall eventuell, weil ich glaube, er konnte so eine Attacke, mit der er einen Charakter so direkt komplett aus dem Kampf entfernt und der nicht mehr wiederbelebbar ist. Ich weiß nicht, ob dagegen Earthwall überhaupt geholfen hat. Er hat auf jeden Fall ein neues Viech erschaffen. Komm, erstmal stellt euch alle wieder hier hin. So. Komm, ich halte Earthwall mal aufrecht. Die beiden brauchen Earthwall. Joshua muss seine CP wieder voll kriegen. Du greifst normal an. So, Estelle geht auch dahin und greift normal an. Das kleine Viech ist erstmal egal, solange nur eins davon da ist. Godly Lance Inanna. So. Ja gut, aber wir hatten hier Attack Guard drauf, ne? Sehr schön. Du greifst den an. Olivier macht nochmal Earthwall. So in die Mitte, dass alle getroffen werden. Estelle greift den weiter an. Chloe greift den weiter an. Und du greifst den auch einfach weiter an. Wall. Dann ist das kleine Viech wieder dran. Tja gut, das hat dir jetzt nicht so viel gebracht. Weil ich ja meinen Attack Guard aufrecht gehalten habe. Du kannst ja nochmal Earthwall machen, damit er möglichst überhaupt nichts... Earthwall ist eigentlich auch so, vor allem wenn der Zauberer so schnell ist wie Olivier, dann ist das voll die OP-Attacke. Ich bin froh, Olivier dabei zu haben. Und Weißmann ist bald weg. Er spawnt noch ein zweites Viech, das war eigentlich eine schlechte Entscheidung, weil jetzt ist er besiegt. So, und das ist seine letzte Phase. Your tenacity is both impressive and frustrating. Frustrating, you see, for it's pointless. For it is pointless. Behold now the infinite power of the Aureole. What is the Aureole? It's... Die Aureole übernimmt Besitz von dir, ne? Du bist nicht stark genug für die Aureole. Ich sehe nur schwarz. Ach da, okay. Was für ein hässliches Ding. Jetzt bist du wirklich nichts weiter als ein Wurm. Ein erbärmlicher Wurm. Ach so, der Wurm beißt ihm nur in den Arsch. Oh!
Jetzt hat die Aureole von ihm Besitz ergriffen. Begriff ersitzen, genau. Begriff ersitzen hat sie jetzt von ihm. Und das ist ein wahrer Engel. Unser Final Boss. Angel? What terror! Looks like he's really starting to lose it. Come on, guys. Take him down and let's get back to Löwe. Here we go. So, dann mache ich meine Buffs mal wieder drauf. Art. La Forte. So. Du movest erstmal hier dazwischen. Olivier macht Art. Earth Wall. Dass wir alle wieder getroffen werden. Du machst Art. Death Scream, dass die Gegner alle getroffen werden. Aua! Hör auf damit. Du bist aus dem Earthwall-Bereich raus. Dann move da erstmal wieder rein. Death Scream. Okay, die haben auch schon mehr Leben jetzt, diese Dinger. Aber bis jetzt machen die halt noch nicht. Starlight, okay, doch. Earthwall. Art, La Forte. So. Death Up. Okay, er macht jetzt Death Up. Das finde ich nicht gut. Art. Du machst mal einfach ein Craft. Evil Eye X. So kannst du 2 treffen. Mach das bitte mal. Okay. Weiß man, resisted gegen Attack Delay scheinbar. Strength und Speed sind ab von dem. Art. Obwohl, mach du doch einfach mal deine Craft Sanctus Nova. Das Viech da. Dann ist das wahrscheinlich schon mal weg. Die Musik schon wieder, ne? Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe so ein Faible für so Chorgesänge. So, dann voll reingehauen. Das eine Ding ist weg. Er macht seine Death wieder hoch. Art. Mach doch hier nochmal Titanic Roar oder was war das? Genau, mach das nochmal. Art, du kannst nochmal La Forte machen, dann wird das gesteigert. Die Stärke. Dann buffe ich mich richtig hoch gerade. Du kannst Alpha Omega heißen die kleinen Viecher. Du greifst Angel Weißmann an. Das hat aber nicht viel Schaden gemacht. Death Up. Hör mal auf damit, das nervt. Titanic Roar dagegen macht auch Death Up nicht viel. Aber er hat 0 Schaden dadurch gekriegt. Warte mal. Ah, ich glaube, er hatte immer eine extreme Schwäche. Und auf die musste man dann sich festlegen. Guck mal, du kannst Art. Du kannst doch auch irgendwas hier machen. Mach mal Blue Impact auf den. Im Moment ist Wasser seine Schwäche. Ja, okay. So ging der Kampf vonstatten. Jetzt ist er wahrscheinlich gegen was anderes immun. Nämlich, jetzt brauchen wir Erde. Wie wär's, wenn du ihn normal angreifst?
Art, du hast auch kein Dings, ne? Nein, gut. Mach mal gerade Laterra, wenigstens um uns alle voll zu heilen. Auch wenn das eigentlich voll Verschwendung ist. Dann machst du jetzt Art. Du kannst hier jetzt... Also wie gesagt, der Gegner macht fast nichts. Und deswegen ist er auch eigentlich überhaupt nicht gefährlich. Dagegen wird er jetzt aber nicht immun sein. Du bleibst jetzt hier stehen. Also ich sehe jetzt gerade nichts... Laterra, so. Du bleibst weiterhin hier stehen. Ich kann ja nicht wirklich was machen. Titanic Roar. Warte mal, er müsste jetzt gleich sein Dings wieder changen. Er hat viel zu viele Leben, das dauert so ewig, den... Er hat seine Def immer noch hoch, ne? Ich mach jetzt das Ding erstmal fertig. Ich kann nebenbei auch einfach die anderen Dinge angreifen. So, er wechselt wieder seine Phase. Wogegen ist er jetzt anfällig? Gegen alles gleichermaßen, okay. Dann hau doch jetzt mal deine S-Craft rein, das Wheel of Time, in seine Fresse. Sehr schön. Du kannst auch deinen Requiem Hearts so auf den draufhauen, dann sind die beiden weg. So. Dann griffst du das Ding da an. Ich mache erstmal die kleinen Viecher weg, ne? Okay, seine Death ist gerade down. Also jetzt müsste ich eigentlich mit allem reinhauen, was ich habe. 3000 Schaden in einem normalen Angriff. Kriegst du das noch? Ach nee, du bist Estelle und nicht Olivier. Schade, sonst hätte ich gesagt, kriegst du das noch hin? Chloe zu schützen. Der geht weiter down, okay. Dann greif ihn weiter an. So, Olivier, kriegst du es noch hin, Chloe zu schützen mit Earth Guard? Ja, kriegt er. Art. Du kannst das Viech da angreifen, was dich da gerade angreifen wollte, ne? Weg. Und Estelle kann Weißmann nochmal angreifen. Eigentlich dürfte... Ich weiß aber nicht, ob... Das geht immer noch weiter down, okay. Ich weiß nicht, ob Earthwalder überhaupt was gegen macht. Craft. Phantom Raid. Mit 10.000 Schaden. Immerhin. Dann würde ich sagen, kann ich nichts weiter tun, als einfach drauf zu hauen. Kommt jetzt seine Attacke. Nein, nicht die Heilerin. Kannst du ihn impeden? Wow, okay, das Ding bleibt einfach da. Ja gut, dann ist das ja... Das zielt gar nicht nur auf sie direkt. Na dann kann ich einfach weiter angreifen. Dann ist das... Okay. Ich hätte vergessen, wie leicht dieser Gegner ist und wie leicht man dem Ultra-Angriff auch noch ausweichen kann.
So. Also wer auch immer davon getroffen worden wäre, wäre jetzt endgültig weg und würde nicht mehr wiederkommen. Aber seine Def ist wieder normal, ne? Das heißt aber auch nicht, dass sie gestärkt ist. Das Ding ist gleich weg. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Jetzt stirbt noch schön episch. Also wenn danach noch eine Phase kommt, kann ich mich an die nicht mehr erinnern. Ich glaube, das war das Ende, aber die Kampfmusik läuft immer noch. Das gibt mir zu denken. Aber sie hört jetzt auf. Gut, gut. What? No. Absurd. The Aureole is gone? This is impossible. Impossible! He's escaped. Oh, who cares about that idiot? Way more importantly, Löwe. Löwe! Löwe, stay with us. Just wait a second. We'll fix you up. There's no need. You know perfectly well these aren't the sort of wounds you fix up. No. No, please no. Löwe, I can't lose you like Karin. That's just... No, I can't. Come on, chin up. You look like the crybaby you were when you were a kid. That's right, I'm a weak, naive crybaby. I still need you, Löwe. So, come on, stay awake. Just like a little kid. Listen, Joshua. If you find this unacceptable, then take a lesson from me. Don't end up like this. Don't die to protect what's important. Live. Live to protect it instead. Löwe. Estelle, I must ask you one last favor. Of course, anything. He likes to act tough, but he's pretty tender-hearted deep down. Now that he's truly free of his curse, he needs to become a better man. So, please, promise me that you'll keep helping him. Take care of our little brother, okay? I was gonna do that no matter what you said. But don't worry, Löwe. I swear to you, you'll always have a home with us. Thank you. At least I finally understand why Karin could smile like that at the end. Karin, you were just as content and yeah. Löwe? Come on, this isn't funny. You can hear me, right? Come on. Come on. It all finally ended. We could finally be together. Please. Please, answer me. Joshua. Oh, Joshua. Oh, my heart. Ich habe auch schon wieder Tränen in den Augen. Hello there. Ah, Julia. Goddess be praised, you're all safe. Ja, nicht alle. Wait, that's Löwe. Is he? Ah, I see. After you descended, we were swamped by those Archasm beasts. It was only Löwe intervening on that dragon of his which saved us. I see. Yeah, that sounds like him, alright. If I may, what happened to Weissman and the Aureole? Oh, right. Yeah, the Aureole disappeared somewhere. Weissman's also gone, but he really lost it when the Aureole disappeared. It disappeared? Well, that could be bad.
Define bad. Ja, die hat dieses ganze Ding hier am Fliegen gehalten, ne? Please tell me this shaking isn't involved in the bad. The Aureole was the main source of power for the city. You've removed the city's power source. There's nothing keeping it afloat any longer. Yes, that seems rather bad. We should return to the Aureole at once. A good idea. I don't think everything will shut down all at once, but it would be best if we hurry. Kyle, Don, is the Bobcat airworthy? Should be airworthy enough to save our skins at least. We'll lift off as soon as we get back. Alright, let's move everyone. There was a transfer gate near the elevator. That seems like the best exit. We should stay in lines to avoid losing anyone. Ja, bleibt zusammen. Bleibt zusammen, Estelle und Joshua. Joshua, I know you don't want to leave him behind, but we have to hurry. Sorry, Estelle. You just go on ahead. Don't worry about me. Go. Get it together, Joshua. Were you listening to a damn thing Löwe said? Didn't he tell you to live to protect what's important to you? I don't know about you, but I sure was listening. And I promised him I'd stay with you and help you. I promised you the same once too. If you think I'm just going to turn my back on that, you've got another thing coming. Estelle, sorry. I really am a weakling. Aber das Schwert nimmst du mit. Oh, the sword. Löwe, I'll hold on to this. I'll deliver it to Hamer, to Karin. Joshua. Estelle, Joshua. Come, friends, this is no time for introspection. Alright. I'm sorry, I'm going now. Rest well with Karin, Löwe. Da ist Weißmann, der aber ziemlich angeschlagen aussieht. Absurd. This is a farce. This wasn't in the Grandmaster's prophecy at all. Unless... Does this mean I too was being tested? I shall have to have words with my master once I return. Sorry, but I think your question's gonna be deferred indefinitely. Kevin Graham, what are you doing here? Out of my way, insect. I have no time to deal with gnats like you. Tja, er hat wohl was dagegen, ne? What? The evil eye didn't work? Even with Graal's Ritter training, a fledgling as you can possibly... Yeah, sorry, I've been putting on a bit of a show. I'm actually their number 5. I've seen my fair share of fights. Granted, when you were at least at your best power tripping on the Aureole, I would have struggled. But now, you'd have a prayer. Not that you do that anymore, you filthy heathen. What? Tatsächlich scheint Kevin sogar ziemlich stark zu sein, ne? Locating the Aureole has been kind of a sideshow, as you might have figured out. So Georg Weissmann, apostate and heretic, damned in the sight of Eidios, I'm here to send you to your final judgment. I see. However, Graal's Ritter, I think you will find it a little hard to fight the Faceless on your own with only... Ja, hat schon gewonnen. Omaiwa Mushinderu. What? A steak? Ja, it's the pillar of salt? Er versteinert gerade, beziehungsweise versalzt.
The calamity which turned half of Northumbria into a sea of salt? They would let you use that just to kill me? It's what you've earned, you faithless pile of filth. The church does try to stay neutral in all things, but we can't overlook what you've done. Now kindly stand still and die quietly. You damn dog! Und da war ja nur noch Salz. Dog, you aren't wrong, I guess. You know, Joshua, you're lucky. You at least can get out of this sort of life. Is that jealousy I hear? Wer ist das? Ach, Campanella. Kevin Graham, the heretic hunter and Graal's Ritter 5th Dominion. I must say you're just as cold as the rumor said. Ah, you're the fool, right? Sorry, but it's a bit late for him. You may have heard, but I am here purely as an observer. Purely. To observe and oversee every single facet of the gospel plan and report the results without exception to the Grandmaster. Weismann's self-destruction is simply another result to report and wasn't anything I needed to stop. I see. You Oroubouros types sure do love being mysterious, don't ya? And you accuse me of being cold. Are the Graal's Ritter really so different? I wonder. Now then, I'd say I've observed everything, I found that what I was looking for, so it's time I went on home. What? Tja, den brauchen sie nicht mehr. Aber den Stab nehmen sie wieder mit, ne? Well, good day, Mr. Graham. I hope we meet again someday. Found what he was looking for? Could he mean... Well, whatever. That's outside my jurisdiction. You should hurry back and rejoin the others. And so Estelle's group escaped from the Axis pillar while Liberl arc began shaking itself apart. With a sudden immense reduction of orbital energy making the Halo Ray unusable, Estelle's group began heading to the Aureole via the city's underground passageways. Es gab ja dann noch so eine Emergency-Passage, die wir noch nicht betreten konnten vorher, ne? Guck mal, wie viele Leute das sind. Und Kevin ist ja auch schon wieder dabei. Joshua? Are you okay? You aren't hurt, are you? No, I'm fine, I think. Just had a strange moment of vertigo. Like you were dizzy? Why would you... Probably a side effect of the stigma's removal. Kevin, what do you mean? Weismann burned that thing in deep to the very core of his subconscious mind. Rip it out like we did and there's gonna be side effects. Vertigo, headaches, nausea. We're gonna be suffering for... You're gonna be suffering for a little while, Joshua. Oh no. It's alright, Estelle. Das hast du ja selber ausgesucht, ne? Kevin made me aware of all the risks beforehand. Joshua. Hey, what's the hold up? If you don't hurry, you'll be left behind. Oh, right. Joshua, do you think you can run? Yes, it should be all right now. Come on, then. We need to go to book it. Dann lauft mal weiter. Huh? Estelle! What? Hier! Tja, das war's aber mit dem Weg nach draußen dann, ne? Aha! The last tremor collapsed some of the more fragile sections. Hey, you two okay? Yeah, mostly. Oh no, Estelle. Joshua! Estelle, Joshua! Oh, for crying out loud. Ain't there another way across? This is the only way in or out of the pillar that we saw. Nein, da war noch ein weiterer.
Damn it, there must be another way. Ja, ist da auch. Guys, don't worry about us. You go on ahead. We'll find our own exit. Don't be absurd. Aber was bringt es, wenn jetzt alle sterben hier? How am I supposed to look Cassius in the eyes and say I left you behind? We'll find another way across. Shara, thanks. Sorry. No matter what we say, though, a gap like this can't be jumped. We have no time to get rope, so they are going to need another route. But this is the only path out, ist es nicht? Actually, I don't think this was the only way. This island seems riddled with underground passages. There must be another one near the pillar. That's right. I saw another gate just in front of the pillar. Think the sign said it was an emergency evacuation route connecting to Kalmare district. Genau, daran habe ich mich auch erinnert. Really? Yes, I remember that. Kalmare is where your ship is, right? That's right. Well, then, if they use that... Yes, given the damage to the city's computers should have opened the lock on it. Estelle, Joshua, you heard all that, right? Looks like that's your best bet. Use that to get back to the arsile. Will do. We'll go as fast as we can. Estelle, Joshua, please be careful. We'll wait as long as we possibly can. You guys be careful too and save us some seats. Und damit teilt sich unsere Gruppe auf. Come on, we should hurry. I doubt we have much longer before the arc collapses completely. Yeah, let's go. Kyle said the entrance was just in front of the pillar. Ja, war sie auch. Und ich würde sagen, an dieser Stelle sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei Legend of Heroes Trails in the Sky, Second Chapter. Bis dann, Leute. Ciao.